Was ich aber auch sagen muss, ist, by the way, das habe ich schon oft kritisiert, die Vorgehensweise von Gala bei vielen verschiedenen Dingen. Aber das haben sie jetzt tatsächlich auch gut gemacht, denke ich. Also besser geht's eigentlich nicht. Wenn es dann auch scheitert, dann liegt es nicht an der Vorgehensweise, sondern einfach daran, dass man keine gute Arbeit geleistet hat, I guess. Und zwar, dass sie jetzt endlich mal so eine richtige Hype-Kurve fahren. Also sie haben jetzt erst einen FEC gemacht, der dieses Jahr auch wieder ein großer Erfolg war, obwohl es der gleiche Content war wie letztes Jahr. Ich meine, es war literally der gleiche FEC wie letztes Jahr. Also hätte man eigentlich sagen können, wow, da wird kein Schwein spielen, warum sollte man das spielen? Gleicher Content, nichts Neues, pipapo. Trotzdem war es ein Riesenerfolg, es war die Hölle auf Erden los, vor allem am Anfang. Die ersten Wochen. Und dann habe ich ja immer gesagt, hast du ja diese Hype-Phase, natürlich der FEC wird immer unbeliebter aber was heißt unbeliebter, aber der wird immer, also der Hype wird immer schwächer, weil wie schon gesagt, kein neuer Con plus dauert erst ja 5 oder 6 Monate und ich meine, nach 5 Monaten haben ja die meisten Leute schon wieder keinen Bock mehr. Diese kurzfristigen Casual-Player und so. Aber jetzt haben sie direkt zum Ende des FECs, also erstmal das FEC-Finale, dann auch wieder so ein bisschen Hype. Es gibt viele Codes, es gibt viele Gratis-Items. Das ist immer so die großzügigste Phase und so, wo man viel abgreifen kann. Dann jetzt das Halloween-Event ist gut. Das Royal Lucky Dice Event war auch gut. Also zumindest zum Ende vom FEC haben sie mal ein paar gute Events auf jeden Fall noch rausgehauen, was ja dieses Jahr auch nicht selbstverständlich, oder was absolut nicht selbstverständlich ist bei Fly Universe, dass die Events auch tatsächlich gut sind. Gibt ja leider viele suboptimale Events, die man nicht so gerne im Spiel sieht. Aber da waren jetzt, also gut, Halloween-Event war jetzt technisch gesehen nicht mehr FEC, aber zumindest Royal Lucky Dice kam noch auf FEC, ist auf jeden Fall ein gutes Event. Viel besser als der Durchschnitt von Fly Universe Events. Und Halloween-Event jetzt sowieso ultra krass, was vor allem XP, Power-Ups angeht. Und dann hast du jetzt direkt nach dem FEC, und zwar wirklich direkt danach, also keine Woche später, gut, jetzt erstmal Pre-Test-Server, aber dann wahrscheinlich auch direkt im Anschluss den richtigen Test-Server, neues Update, auch wieder Hype aufbauen und dann im besten Fall schon in einem Monat das Update. Und das ist halt so richtig, also so würde ich es auch machen. Also du machst nie mehrere Sachen zeitgleich. Letztes Jahr haben sie ja einfach ein Update viel zu früh released und dann auch noch während der FEC noch läuft. Komplettes Chaos, viele Bugs, komplett schief gegangen. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Das war eine absolute Katastrophe. Hätte man aber von vornherein sagen können, warum zum Teufel released du ein Update noch bevor der FEC überhaupt vorbei ist und du kündigst das nicht mal groß an. Du haust es einfach gefühlt raus, so aus dem Nichts. Also total sinnlos sowas. Und jetzt dieses Jahr haben sie es tatsächlich deutlich besser gemacht. Also wenn das Update wirklich noch dieses Jahr kommt, und das wird es ja höchstwahrscheinlich oder safe, dann wäre dieses Jahr eigentlich so Bilderbuch fast schon gewesen. Dass sie immer, wenn der Hype nachlässt, sofort das nächste machen, das nicht zu sehr aufsterben lassen. Die Frage ist halt, was sie nach dem Update machen, aber gut, nach dem Update muss man es so sehen, denke ich, wie beim FEC. Das Update, da ja nicht so viele Fly Universe Updates kommen oder generell nicht so viele Fly Updates und es ein ziemlich großes Update ist, dass der Hype davon oder das Interesse an dem neuen Content so lange anhält, dass das dann schon reicht, um mindestens bis zum nächsten FEC die Hype-Kurve recht oben zu halten. Naja, und dann kommt ja eh schon wieder der nächste FEC. FEC, wie man dieses Jahr gesehen hat, scheißegal, selbst wenn der gleiche Content ist wie letztes Jahr, juckt keinen. Die Leute spielen trotzdem alle FEC. Und dann hast du wieder halbes Jahr FEC und dann jetzt in einem Jahr quasi wäre dann das nächste Update an der Reihe. Und wenn sie das so aufrechterhalten, dann fluktuieren natürlich immer noch die Spielerzahlen gewaltig, je nachdem, ob halt gerade FEC-Start ist oder FEC-Ende oder Mitte vom FEC. Natürlich hast du dann viel weniger Spieler als zu Beginn und auch viel weniger Spieler als zum Update. Aber das ist ja normal. Aber du hast zumindest nicht mehr so, dass du irgendwie Update machst. Das haben sie zum Beispiel FEC 1 gemacht. Da kam das Update im März und im Mai kam der FEC. Sehr, sehr nah beieinander. Viel zu nah beieinander, kann man sagen. Also diese beiden Punkte, FEC-Start und Update-Release, die sollten relativ weit auseinander liegen. Am besten genau ein halbes Jahr. Damit du quasi immer den Hype nach oben treibst. Das hoffentlich hält dann ein paar Monate. Dann fängst du schon wieder mit dem Teasern an. Die fangen ja immer schon einen Monat vorher an zu posten.
hier kommt ein Update oder noch früher, oder hier kommt ein FEC oder was auch immer. Und dann kannst du das immer so, dann kann sich das immer so übertragen, von einem Hype auf den nächsten. Also erst ist FEC das große Gespräch und sobald FEC nicht mehr das Gespräch ist, kommt sofort ein Update-Gespräch und dann wieder FEC und so das ganze Jahr über quasi. Und man kann natürlich vom FEC und auch von den Updates halten, was man will, aber eine Tatsache ist halt natürlich, dass das einfach diese Highlights sind. Das sind die Highlights, das ist das, was die Leute zurück ins Game holt. Das ist das, worüber jeder redet und das ist das, was auch jeder will, quasi. Und ja, dass man das ganze Spiel darüber aufbaut sozusagen oder dass man halt alles probiert, damit zu carryen, also die Spieler zurückholt, die ganze Werbung darüber macht. Die haben auch viele FEC-Werbung geschaltet auf Social Media und so. Das ist halt meiner Meinung nach der richtige Weg und der einzige Weg, wie du dieses Game halt irgendwie relevant halten kannst und halt irgendwo einen Hype kreieren kannst. Anders geht's nicht. Und wenn du halt dein ganzes Pulver auf einmal verschießt, also du machst ein Update und 2 Monate später FEC oder andersrum oder whatever und hast dann die restlichen 10 Monate des Jahres gar nichts, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt stinklangweilig und wenn die Leute halt schon nach 5 Monaten keinen Bock mehr haben, dann sind sie halt für 7 Monate weg. Wenn sie jetzt nach ein paar Monaten keinen Bock mehr haben, sind sie spätestens also wenn sie jetzt nach 2, 3 Monaten keinen Bock mehr haben, sind sie spätestens in 3 bis 4 Monaten wieder da, weil dann schon wieder das nächste Highlight ist, nämlich der FEC oder Update, je nachdem, wann sie angefangen oder aufgehört haben. Also so sorgst du dafür, dass die Leute mindestens 2-mal im Jahr nicht wiederkommen wollen und auch wirklich wiederkommen wollen. Immer und immer wieder. Das sage ich schon seit Ewigkeiten und jetzt machen sie es endlich auch so. Mit ein bisschen System, ein bisschen Struktur, besserer Planung und nicht einfach so mir nichts, dir nichts, irgendwas raushauen, wo kein Mensch weiß, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder ob das wirklich überhaupt funktioniert. Wie gesagt, letztes Jahr das Update, was eine Woche vor FEC-Ende kam, das war wirklich totales Chaos. Und einfach keine gute Idee. Also es ist schön, dass sie halt quasi einerseits auch so Feedback, Kritik hören, wie das mit dem Testserver, dass man halt einfach Updates auch testen könnte, damit sowas nicht passiert. Und auf der anderen Seite halt auch selber gucken, dass diese Zyklen, in denen Flive momentan funktioniert, FEC und Update und so weiter, dass man das besser aufeinander abstimmt und dann wahrscheinlich auch viel mehr davon profitiert. Vor allem was halt die Anzahl der Spieler angeht, die langfristig oder auch kurzfristig im Game sind. Dass die halt möglichst wenig Down-Phasen haben und möglichst viele Hype-Phasen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das nochmal ändern, sozusagen. Oder dann nochmal besser werden. Weil das machen sie eigentlich schon seit 20 Jahren so. Wie sie wollen.